In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man einen Expert Advisor programmieren kann, mit dem man hier diese zwei gleitenden Durchschnitte dazu nutzen kann, um Positionen zu eröffnen. Also schauen wir doch mal, wie man das mit MQL5 programmiert. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der gleitende Durchschnitte verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir binden die Trade-Bibliothek mit Include Trade NK ein. Wir erstellen eine Instanz von C-Trade mit dem Namen Trade. Wir definieren zwei Eingabeparameter, Small Moving Average mit einem Standardwert von 20 und Big Moving Average mit einem Standardwert von 50. In der Funktion OnTick berechnen wir den Ask-Kurs mit Hilfe von Symbol Info Double mit dem Parameter Symbol Ask und normalisieren ihn mit Normalize Double auf die Anzahl der Ziffern für das aktuelle Symbol. Den Bitkurs berechnen wir auf ähnliche Weise mit Symbol Info Double und dem Parameter Symbol Bit und normalisieren ihn. Wir erstellen eine String-Variable namens Signal, um das Handelssignal zu speichern. Wir erstellen zwei Arrays, Small Moving Average Array und Big Moving Average Array, um die gleitenden Durchschnittswerte zu speichern. Wir definieren die Eigenschaften des kleinen gleitenden Durchschnitts mit der Funktion IMA, indem wir das Symbol, die Periode des gleitenden Durchschnitts, Small Moving Average, den Shift 0, die Methode Mode SMA und den angewandten Price Close angeben. Wir definieren die Eigenschaften des großen gleitenden Durchschnitts auf ähnliche Weise, indem wir die IMA-Funktion mit der Big Moving Average Periode verwenden. Wir verwenden die Funktion CopyBuffer, um die Werte des gleitenden Durchschnitts in das Small Moving Average Array zu kopieren. Dabei geben wir das Handle Small Moving Average Definition, den Puffer 0, die Startposition 0, die Anzahl 3 und das Array zum Speichern der Werte an. Wir verwenden die Funktion CopyBuffer auf ähnliche Weise, um die Werte des gleitenden Durchschnitts in das Big Moving Average Array zu kopieren. Wir prüfen, ob der große gleitende Durchschnitt größer ist als der kleine gleitende Durchschnitt der aktuellen Kerze und ob er kleiner war als der kleine gleitende Durchschnitt der vorherigen Kerze. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, setzen wir das Signal auf Kaufen. Wir prüfen, ob der große gleitende Durchschnitt kleiner ist als der kleine gleitende Durchschnitt der aktuellen Kerze und ob er größer war als der kleine gleitende Durchschnitt der vorherigen Kerze. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir mit Trade.Sell einen Sell-Trade von 10 Microlots aus und geben dabei das Volumen 0,1, das Symbol 0, den Preis Bit, den Stop-Loss, Bit plus 200 my Point, den Take-Profit, Bit minus 150 my Point und den Kommentar 0 an. Wenn das Signal Kaufen lautet und keine offenen Positionen vorhanden sind, führen wir mit Trade.Buy einen Buy-Trade von 10 Microlots aus und geben dabei das Volumen 0,1, das Symbol 0, den Preis Ask, den Stop-Loss Ask 200 Point, den Take-Profit Ask plus 150 my Point und den Kommentar 0 an. Wir geben das aktuelle Signal mit der Funktion Comment auf dem Chart aus. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir die Tasten Stork und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der gleitende Durchschnitte verwendet, um mit ein paar Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, wenn das alles so gut funktioniert hat, wie ich hoffe, dann sehen Sie jetzt zwei gleitende Durchschnitte auf Ihrem Chart und sobald die sich überkreuzen, wird eine neue Position eröffnet. Das war's für dieses Video. Wenn das zu schnell ging, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie, den finden Sie auf unserer Webseite. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.